Heute dreht sich alles um dieses Accessoire hier. Wie man es verwendet, wie es heißt und welche kulturelle Bedeutung es hat, das erfahrt ihr heute auf Indisch für Anfänger. Wey, Namaste! Herzlich willkommen auf Indisch für Anfänger. Ich bin die Latoya und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Die meisten von euch werden es sicherlich schon erraten haben, heute dreht sich alles um das Tikka. Was ist das genau? Es ist ein Schmuckstück, das auf der Stirn getragen wird und mittels einer kleinen Kette in den Scheitel eingehängt wird. Es wird schon seit Jahrhunderten von indischen Frauen getragen und hatte früher eine große kulturelle, aber auch religiöse Bedeutung. Ursprünglich wurde es nur von Bräuten und Königinnen bzw. feinen Hofdamen getragen, jedoch kann man es heute bei großen Festen eigentlich an jeder Frau sehen. Außerdem wird es häufig im indischen Tanz verwendet, aber dazu später mehr. Das Tikka liegt über dem 6. Chakra, das laut Hindu-Mythologie das sogenannte dritte Auge darstellt und die Fähigkeit eines Menschen, seine Emotionen und seine Konzentration zu kontrollieren. In einigen Regionen Indiens hat es große traditionelle Bedeutung bei der Hochzeit. Es ist einer der Gegenstände, die grundsätzlich von der Bräutigamsfamilie an die Braut geschenkt werden müssen und darf nach der Hochzeit unter keinen Umständen verschenkt oder verkauft werden. Es ist nicht zu verwechseln mit dem Tilak, umgangssprachlich auch Tikka genannt, dem hinduistischen Segens- und Willkommenszeichen, das mit verschiedenen pulverartigen Substanzen auf die Stirn gemalt wird. Davon gibt es viele verschiedene Ausführungen, die ich in einem späteren Video behandeln werde. Es gibt verschiedene Arten von Tikkas. Das bekannteste ist wahrscheinlich das Mang Tikka, das man hauptsächlich in Nordindien findet. Das ist groß und pompös und das gibt es oft auch in vielen verschiedenen Farben, am meisten jedoch in Gold und Weiß. Dann gibt es das Borla Tikka, das man vor allem in Rajasthan findet. Ihr kennt das vielleicht aus dem Film Padmavat. Dann gibt es die südindischen Tikkas. Bei denen erkennt man schon einen deutlichen Unterschied zu den nordindischen Tikkas, denn die sind meistens eher etwas schlichter gehalten, auch anders gefertigt und es wird dort mehr Wert gelegt auf die Farbe Gold. Die haben auch andere Namen. In Andhra Pradesh und Telangana sagt man Papidibilla, in Tamil Nadu und Kerala sagt man Neti Chutti und in Karnataka sagt man Baitalibottu. Generell ist es in Südindien eher so, dass Tikkas selten getragen werden, eigentlich wirklich nur bei Hochzeiten und beim klassischen Tanz. Dann gibt es noch das Jhumar Tikka, das vornehmlich von muslimischen Frauen getragen wird. Das wird oft zusätzlich noch zum Tikka getragen und ist meistens sehr groß und pompös und wird auf der Seite getragen. Zum Tikka wird meistens, also bei Hochzeiten und beim klassischen indischen Tanz, noch das sogenannte Matta Patti getragen. Matta heißt Stirn und Patti heißt Band. Ganz einfach, also ein Stirnband. Natürlich gibt es auch diese in verschiedenen Arten und Ausführungen, von ganz einfach bis sehr royal. Man kann das Matta Patti auch auf verschiedene Arten tragen, und zwar entlang der Haarlinie bis zu den Ohren, entlang der Haarlinie, aber in der Mitte im Haar verschwindend, über der Haarlinie, nur auf einer Seite oder mit verschiedenen Bändern. Das Matta Patti trägt man eigentlich wirklich nur bei Hochzeiten und beim indischen Tanz. Im Alltag bzw. auf Feiern als Gast trägt man meistens nur ein Tikka. Die übliche Grundfarbe eines Tikkas ist Gold oder eben Goldfarben für den billigen Schmuck. Das ist verziert mit verschiedenen Steinen und Applikationen, das kann in ganz verschiedenen Farben sein. Zunehmend gibt es auch den Trend zu silberfarbenen Tikkas, was ursprünglich nur von nomadischen Stämmen in Rajasthan und Afghanistan, unter anderem den Banjaras, getragen wurde. So, wie befestigt man jetzt so ein Tikka? Ganz einfach. Zuallererst macht man sich einen Mittelscheitel, das habe ich jetzt schon mal vorbereitet. Dann nimmt man sich das Tikka und legt es sich an die Haarlinie ran. Das heißt, der obere Teil von dem Schmuckstück selber grenzt hier oben ran. Nicht hier, nicht da, nicht hier, sondern wirklich an die Haarlinie ran. Dann legt ihr die Kette in den Scheitel, schnappt euch entweder eine Haarklammer oder eine Haarspange und macht die einfach im Scheitel fest. Tada! Jetzt habt ihr sicherlich gemerkt, wenn ihr schon mal einen Tikka getragen habt oder ihr seht es jetzt auch hier bei mir, das liegt nicht so wahnsinnig fest. Wenn ihr jetzt auf einem Event seid, wo ihr einfach nur Gast seid,
dann ist es nicht weiter schlimm. Ihr könnt euch vielleicht die Haare ein bisschen auftupieren an den Seiten, dass die Kette selber nicht verrutscht, sondern nur dieses Teil vielleicht sich ein bisschen bewegt. Aber weiterhin ist es eigentlich nicht weiter schlimm. Wenn ihr allerdings auf der Bühne seid, also tanzt, oder es sehr, sehr wichtig ist für euch, dass es bombenfest sitzt und nicht hier so rumwackelt, dann lasst euch gesagt sein, es gibt eine ganz einfache Lösung, die nennt sich Hautkleber. Ja, und zwar nennt sich das Zeug Mastix Hautkleber. Das kriegt ihr im Internet oder in Kostümläden, könnt ihr eigentlich überall bekommen dort. Es gibt verschiedene Sorten, es gibt verschiedene Größen. Ich habe mir die kleinste Größe besorgt. Ich habe die seit 4 Jahren und habe mehrere Auftritte im Jahr, aber ihr seht, das ist immer noch ziemlich voll. Hält also eine ganze Weile. Wie trägt man jetzt den Hautkleber auf? Ganz einfach. Ihr nehmt einfach euer Ticker auf die Rückseite, schaut, wo liegt es auf meiner Stirn auf, tragt auf diese Stellen ganz dünn Hautkleber auf und dann justiert ihr das und drückt es auf der Stelle, wo es sitzen soll, 1 Minute lang fest. Danach sitzt es bombig für den Rest des Abends. Tada! Ja, er klebt immer noch ein bisschen Hautkleber dran. Genau. Wie bekommt ihr den Hautkleber ab? Auch ganz einfach. Jeder von euch hat wahrscheinlich einen Nagellackentferner daheim. Den könnt ihr benutzen, denn Hautkleber ist stark alkohollöslich. Also nicht wasserlöslich, nicht fettlöslich, aber alkohollöslich. Genau, und da könnt ihr einfach euren Nagellackentferner ein bisschen drunter tropfen und dann lässt sich das relativ leicht ablösen und auch die Rückstände abwischen. Alternativ, wenn ihr das nicht machen wollt, es gibt auch im Internet Hautkleberentferner-Lösungen. Die ist halt recht teuer und Nagellackentferner tut es eigentlich genauso, deswegen ja. Aber kann man denn jetzt als westliche Frau einen Ticker überhaupt tragen? Ja, ist überhaupt gar kein Problem. Die Inder freuen sich immer sehr, wenn man traditionelle Kleidung und auch traditionellen Schmuck trägt. Allerdings solltet ihr zusehen, dass es zum Anlass auch passt. Wenn ihr also auf einem festlichen Event seid, so wie Diwali oder Durga Puja, dann ist es auf jeden Fall eine schöne Ergänzung zu euren indischen Kleidern. Aber im Alltag oder bei so Festen wie Holi würde ich es nicht empfehlen, weil da geht es halt auch nicht um Festlichkeit, sondern eher um Spaß und da ist es ein bisschen unpassend. So oder so würde ich euch empfehlen, schaut, was die Inderinnen machen. Die werden, wenn sie überhaupt eins tragen, eher kleine, unauffällige Tickers auf der Stirn haben. Diese großen, pompösen eignen sich, finde ich, eher für die Bühne. Oder für die Hochzeit. Das war's mit allem, was ihr zum Ticker wissen müsst. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren und das Video mit euren Freunden zu teilen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt mir doch einen Kommentar oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder Wünsche für ein Video. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar und jede Anregung. Deswegen macht's gut. Danyavad.